Im Juni 2023 wird die deutsche Die Siedler-Serie 30 Jahre alt. Grund genug also, die Reihe mal in einem Ranking gegenüberzustellen. Ich habe in den letzten Jahren auf diesem Kanal alle Teile gespielt, war an Mod-Entwicklungen beteiligt, habe die Siedler 4 Weltmeisterschaft organisiert, Tutorials und Guides geschrieben, sowie aktiv an der Wiederbelebung der Die Siedler-Community gearbeitet. Wo fügt sich also neue Allianzen ein? Wo liegen die verhassten Teile? Lasst uns loslegen. Einst in den Tagen des Alten Reiches lebten die Menschen in Frieden und Wohlstand unter der Herrschaft eines weisen und gerechten Königs. Nun jedoch herrschen Furcht und Entbehrungen. Der schwarze Ritter Kerberos und seine barbarischen Horden bedrängen das Land. Es wird Zeit, dass man ihnen das... Die Siedler 5 war nach dem Kauf von Blue Byte der erste Teil, der unter der Schirmherrschaft von Ubisoft entstand. Ein neues Spielkonzept sollte her, mehr Echtzeitkampf, mehr Truppen, um mit Spielen wie StarCraft oder Age of Empires 2 konkurrieren zu können. Naja, um dies zu erreichen, strich man den Wirtschaftspart dermaßen zusammen, dass vom einstigen bewährten Spielkonzept nichts mehr übrig blieb. Das Spiel hieß zwar Die Siedler, hatte aber mit den vorherigen Spielen nichts mehr zu tun. Schlussendlich wurde der Titel daraufhin von den allermeisten Siedlerspielern ignoriert und gilt heute als das schwarze Schaf der Serie, der aus heutiger Sicht leider bereits 2004 den Untergang der Marke einleitete. Vor langer Zeit war das größte Gut im Königreich Tantrien nicht etwa Land, Viehbestand oder Gold, sondern die Krone der Gerechtigkeit. Eine Krone, die nur an... Auch mit Die Siedler 7, in diesem Fall bereits zum 3. Mal, versuchte Ubisoft der Serie ein komplett neues Spielkonzept überzustülpen. Zudem war der Titel für das damals neue Uplay ein Testballon, der den Titel unter anderem zu einem der ersten Always-On-Titel überhaupt machte. Da die Server aber zu Beginn nicht funktionierten, konnten die meisten Käufer in den ersten beiden Wochen praktisch gar nicht spielen, auch nicht im Singleplayer. Der Shitstorm war dementsprechend groß und der Titel erholte sich davon auch nie wieder. Auch der erzwungene Zeitdruck durch neue Siegbedingungen und ein Kampfsystem, in dem ihr praktisch nichts außer zusehen konntet, kam extrem schlecht an. Gerüchten zufolge verkaufte sich Die Siedler 7 insgesamt nicht einmal 250.000 Mal und gilt damit als der größte Flop der Reihe. Werte Göttinnen, werte Götter, liebe Engel. Oh je, so fängt Olympus nur an, wenn's Ärger gibt. Ganz genau, meine Engel. Denn habt ihr euch mal die Vorbereitungen für die letzten Olympischen Spiele angeschaut? Sportsgeist und Völkerfreundschaft... Also, ohne Scheiß. Mein erster Eindruck von Aufbruch der Kulturen war, what the fuck? Waren die alle besoffen? Zumindest ernst nahm man sich im Nachfolger von Die Siedler 2 die nächste Generation nicht. Zudem ließ man keine geringeren als das Seefahrervolk der Bajuwaren gegen whisky-trinkende Schotten und verpeilte Ägypter antreten, die die Olympischen Spiele der Götter retten sollten, ja, oder so ähnlich. Was mir hier in Erinnerung blieb, war der Bierschinken, der aus Bier und Fleisch hergestellt wurde. Kennt man, gell? Die Siedler 6 musste das Erbe der Könige, das Erbe seines direkten Vorgängers ausbügeln und wurde daher von vornherein von den allermeisten ignoriert. Wieder wollte man die Marke komplett auf links drehen und was anderes versuchen. Die Echtzeitkämpfe wurden etwas zurückgefahren und der Siedlungsbau kam wieder mehr in den Fokus. War aber durch ein zentrales Lagerhaus limitiert und in Sektoren unterteilt, was wieder zu weit weg vom Ursprung der Serie war. Immerhin kann man sich die Singleplayer-Kampagne mal geben und durch die gute Modbarkeit entstehen heute noch neue Szenarien und Maps. Für mehr als Platz 7 reicht's aber trotzdem nicht. Mit beiden Augen zugedrückt
Und unter der Prämisse, dass Ubisoft die unzähligen Bugs noch behebt, den Multiplayer-Modus mit weiterem Content füttert und die gröbsten Probleme beseitigt, könnte sich dieser Teil durchaus auf einem ordentlichen Platz 6 einordnen. Allerdings nur für Multiplayer-PvP-Spieler. Der Rest schaut durch eine wirklich schrecklich schlechte Kampagne und dumme Gegner-KI ohnehin in die Röhre. Meine ausführliche Review zum Spiel findet ihr oben eingeblendet. Es gab Zeiten, bessere Zeiten, als unser Volk glücklich und hochmütig seinem Schicksal entgegensah. Wir fürchteten nichts, denn wir ahnten nicht, wie einsam wir sein konnten. Zu jener Zeit waren unsere Frauen... Ab hier wird's dann deutlich besser. Die nächste Generation war ein Remake von Die Siedler 2 und sollte das Meisterwerk von damals mit verbesserter Grafik für eine jüngere Generation interessant machen, was durchaus gelang. Allerdings konnte die komische Story um verschwundene oder entführte Frauen im Gegensatz zu Schiffbruch auf einer unbekannten Insel bei mir nie so richtig punkten. Auch mit der kindlichen Knuddeloptik in einem eigentlich durchaus ernsten Setting kann ich bis heute wenig anfangen, weshalb ich das Original klar vorziehe. Trotzdem war DNG ein durchaus gutes Spiel. Die Siedler ist der Grund dafür, warum ich heute hier sitze und dieses Video machen kann. Als eines der ersten Videospiele am PC für mich und gleichzeitig nach einem Schicksalsschlag als Trauerbewältigung hat sich dieses Spiel tief in meine Seele gegraben. Volker Wertigs Spiel ist bis heute ein Meisterwerk und legte den Grundstein für viele zukünftige Spiele, auch abseits der Marke Die Siedler. Da es aber im Gegensatz zu den anderen Teilen etwas schlecht gealtert ist, landet es im Ranking nur auf Platz 4. Bordbuch des Octavius, Kapitän der Tortius. Die Tortius macht gute Fahrt bei mittlerem Südwester. Morgen werden wir das tückische Meer der Stürme durchquert haben. Wenn alles gut geht, erreichen wir die latonischen Provinzen in 4 Tagen. Die Siedler 2 musste damals meine Mutter direkt zu Release kaufen. Danach war die Ernüchterung aber erst einmal groß. Denn mein 486er konnte die Siedler 2 nicht stemmen, spätestens im Hauptmenü war Schluss. Ein Jahr später besaß ich dann einen Pentium 2 mit 400 MHz, der damals keine Probleme mehr hatte und mich Tage und Nächte rauf und runter siedeln ließ. Die Siedler 2 funktionierte dabei so gut für mich, dass ich heute noch, fast 30 Jahre später, regelmäßig zum Titel zurückkehre, um wieder eine Runde zu siedeln. In uralten Zeiten, als das Pantheon noch von Göttern der verschiedenen Völker bewohnt war, stand dort ein Tempel. Der Tempel des unbekannten Gottes, Schöpfer aller Götter. Dieser Tempel wurde in höchsten Ehren gehalten. Ich erinnere mich noch gut an die erste Preview-Version aus einer GameStar-CD, die abgefilmtes Material von einer Spielemesse im Gepäck hatte. Zu sehen war zum ersten Mal ein Die Siedler-Spiel in 3D, denn der grafische Sprung von Teil 2 auf 3 war gewaltig. Auch der Wegfall von Straßen, die sich nun von Zauberhand automatisch bilden konnten, und der erstmals richtig zur Geltung kommende Wuselfaktor durch in alle Richtungen ausströmende Siedler bereitet mir bis heute noch Gänsehaut. Hinzu kam ein brachial geiler Multiplayer-Modus mit bis zu 20 Spielern, der heute immer noch seinesgleichen sucht. Hier hatte man einfach alles richtig gemacht, was von Fans und der Presse auch dementsprechend honoriert wurde. Nur ein Spiel kam im Nachhinein meiner Meinung nach ein kleines bisschen besser weg, auch wenn es einen deutlich schwierigeren Start hatte. Morbus, ich bin sehr enttäuscht von dir. Du hast die Götter gegen mich aufgehetzt. Moment, hier. Er ist tot. An seinem Mitleiden mit den Menschen ist er gestorben. Was soll dieser Unsinn?
Ich versichere euch, das ist alles nur Die Siedler 4 von 2001 sollte Blue Byte nach mehreren Flops abseits der Die Siedler-Serie vor dem finanziellen Kollaps retten, kam aber zu spät und konnte somit den kompletten Verkauf von Blue Byte an Ubisoft nicht verhindern. Die turbulente Zeit und unsichere Zukunft merkt man dem Titel daher bis heute an vielen Ecken und Enden an. Trotzdem ist dieser Teil aus heutiger Sicht viele Jahre später für mich der rundeste Ableger der Die Siedler-Serie, die im Vergleich zum Vorgänger hübschere Grafik, die größeren Maps und das verbesserte Militärsystem brachten eigentlich alles mit, was ich mir unter einem perfekten Die Siedler-Spiel vorstelle. Auch der Kampf gegen das dunkle Volk war erfrischend anders und fügte sich gut ins Siedler-Universum ein, bis der Nachfolger auf Platz 10 alle Mauern einriss.